So, dann ganz schnell was testen, dass alles funktioniert. Ach ja. Auf meinen eigenen Livestream. So, ich müsste das Overlay noch anmachen für die Kommentare, ne? Okay. Okay, ich habe Ton, das ist schon mal sehr gut. In dem Sinne, herzlich willkommen zum kleinen Livestream. Ich gehe noch mal ganz kurz rüber auf Streamlabs, damit ich das Overlay anmachen kann. Wobei, das macht keinen Sinn, ne? Ich bräuchte nur den Chat dann dafür. Wie mache ich denn das? Game Overlay. Overlay aktivieren. Neueste Ereignisse anzeigen brauche ich nicht, nur den Chat. So. Jetzt ist Overlay aber trotzdem nicht da, ne? Toll. Was willst du denn von mir, Streamlabs? Warum machst du das Overlay jetzt nicht an? Ich hab's doch extra auf Anmachen gedrückt. Wieso bist du jetzt nicht an? Achso, ich muss Tastaturbefehl fürs Umschalten des Ingame-Overlay einstellen für Tastaturbefelhe. Hab ich denn keinen Tastenbefehl für Ingame-Overlay? Doch, F6, F7. Okay, alles klar. So, da ist es. Sehr schön. Dann sehe ich nur auf den Chat, wenn ich mit euch babbel. Ja, Splatoon 3 Direct. Kam jetzt nicht wirklich überraschend. Ich habe schon fast gedacht, dass es im August sein wird. Und wenn ich auch sonst nicht viel machen kann aktuell, auf irgendwas reacten geht immer. Dementsprechend machen wir das heute. Übrigens, kurzes Update zu dem Müll hier. Ich muss zum Glück nicht operiert werden. Ich kann das so konservativ heilen lassen. Es ist kein gravierender Bruch. Aber ja, ich muss halt jetzt noch 3 bis, was hat er gesagt, 5 Wochen dieses Ding da an der Hand haben. Ja. Es gibt Schöneres auf der Welt, sagen wir es mal so. Aber soll es egal sein, wir wollen auf Splatoon 3 reacten, auf die Direct. Und ich habe ein paar Ideen, was ich gerne sehen möchte, so ein paar Erwartungen. Und zwar möchte ich möglichst kein Multiplayer-Gameplay sehen, denn Multiplayer haben wir ja schon die ganze Zeit gesehen. Das war ja quasi der Primärfokus des Bewerbens von Splatoon 3 bislang. Und wir wissen ja alle, was uns grundsätzlich im Multiplayer von Splatoon erwartet. Mit den, wie heißt es nochmal? Diese Revierkämpfe da, die haben ja bestimmt einen Namen. Ihr wisst, was ich meine, mit dem Einfärben. Und es soll ja auch neue Modi geben, hat man schon gerüchteweise gehört. Herzlich willkommen, Mitropa One Tim Insights. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was habe ich gesagt? Ja, genau. Und die neuen Modi, die gerüchteweise angekündigt werden sollen, bin ich auch schon drauf gespannt. Aber ich möchte vor allem am liebsten Story-Gameplay sehen. Denn von der Story wissen wir noch überhaupt nichts. Das wäre ja auch schön, das zu sehen, nicht wahr? Aber gleich geht's los. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann tatsächlich ausgeht, was wir wirklich sehen. Und natürlich erwarte ich eine Ankündigung vom Season Pass. Gibt es ja bis jetzt immer bei den Spielen, lustigerweise. Außer bei Fire Emblem Warriors Free Hopes, da gab es das noch nicht bis jetzt. Wundert mich ein bisschen, gerade bei den Warriors-Spielen ist ja sowas eigentlich gang und gäbe. Aber gut, ist wie es ist, nicht wahr? Können wir nicht ändern. Aber was sind denn eure Erwartungen so zu Splatoon 3 Direct? Wir werden Splatoon 3 auch Let's Playen. Bis dahin wird meine Hand ja wieder gehen. Und wir werden das aber so machen wie Resident Evil Village damals. Wer das nicht gesehen hat, ist auf dem Kanal in der Playlist irgendwo ziemlich tief vergraben inzwischen. Aber das habe ich damals auch als Stream-Let's Play. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Streams. Normaler Schwierigkeitsgrad und dann Dorf der Schatten. War auch sehr cool. Und sowas möchte ich gerne wieder machen. Und das wird dann mit Splatoon 3 testballonweise passieren. Bin also sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, 45 Sekunden noch. Ich bin gespannt. Ich sage heute sehr oft gespannt, ne? Ich habe lange nicht mehr gestreamt. Man merkt das vielleicht. Ich bin ein wenig nervös. Bin auch schon sehr gespannt. Heute wird das von der Story gezeigt. Ja, Story muss halt wirklich sein. Die Story von Splatoon 2 war jetzt nicht so pralle im Vergleich zur ersten. Da war halt sehr viel Gleiches. Und ich hoffe jetzt mit dem Endzeit-Setting, dass da wirklich so ein bisschen mitgespielt wird. Aber wir werden es ja hoffentlich gleich sehen. Geht ja gleich los. Ich hoffe, der Delay ist auch nicht so schlimm. Ein bisschen was wird immer da sein, weil ich ja einen Stream restreame in dem Moment. Aber ich hoffe, es geht. Ich hoffe, Nintendo kriegt es auch mit der Framerate hin. Da haben sie manchmal auch Probleme. So, jetzt geht es dann gleich los. 2, 1,
0. Peggy 7. Oh, ist glaube ich noch ein bisschen zu laut. Ich muss mal hier ein bisschen... So, okay. Forschungsbericht, Präsentation. Sieht nach Story aus. Jetzt nicht mehr. This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. It's also the hottest new place for Inklings looking for things to do. Oh, hello everyone. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. Stadt ist schon cool. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these Inklings can do. They can splat ink in kit form and smoothly swim through it in swim form. We've been studying their biology day and night. Today, we'd like to share some new findings on these Inklings, while providing summaries throughout. Na dann, haut mal Of raus. course, what goes for the Inklings also applies to the Octolings. We're sure of it. First, Turf War. Und gleich wieder Multiplayer. Get styling with some fresh fashion, and get inking with even fresher Okay, war aber weapons. zu erwarten. Naturally, in a place called Splatsville, Turf War battles are the locals' Da favorite werde ich wieder so pastime. dermaßen versagen Two am teams Anfang. of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, wins. Wurde das eigentlich schon gesagt? Hat das immer noch Peer-to-Peer oder hat das inzwischen eine Serverstruktur? That's not all inking is for. Wenn es immer noch Peer-to-Peer hat, wird es wieder sehr lustige Kills geben. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. The more ink you spread, the bigger the advantage you'll have in battles. Whoops! If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the squid surge to swim up walls in a single burst. Ja, das ist And cool. the squid roll to jump out of ink while simultaneously turning around have also been spotted. Oh, while it's glowing like Der Rank this, ist wieder besser, the dafür move funktioniert also Arbeit und slightly Schmerzen sind repels ink from trotzdem nett, opponents. schön. Jetzt nicht vom Thema ablenken, genießen, wie die Direct ablenken tut. Ja, ich muss nicht operiert werden, das ist schon mal ein Vorteil. Habe ich gestern erfahren. Das ist ein leichter Bruch zum Glück Stages nur. confirmed for the Aber halt trotzdem Splatlands 3 bis 5 include Wochen das Ding noch in der Hand. Scorch Gorge, Naja, dumm gelaufen. Evil Alley, Aber ja, hast recht, genießen wir die Direct. Trotzdem danke fürs Nachfragen. and Undertow Spillway. There seem to be other stages as well. Ich bin gerade Hagglefish bei mir Market selbst auf dem Ohr, ist auch noch ein appears bisschen filled to leiser. the brim with street vendors. Ja, The stuff here looks da muss ich nicht so fishy, brüllen. though. Several stages from Greater Inkopolis also return. Museum Delfonsino. Battles here take place in the central Es ist schön, dass ich die courtyard ganzen of Maps this schon wieder modern vergessen habe aus museum. Splatoon 2. Für mich ist das Take alles special neu. note of the rotating wall. Hammerhead Bridge. Oh, das sieht cool This aus. bridge connects Greater Inkopolis to the Splatlands. After lots of construction work, it's finally open. Thanks to the bridge, transit to and from Greater Inkopolis is much easier. Doch an eine Map Mighty erinnere ich mich. Resort. Diese bescheuerten A 2 Türme luxury aus dem resort zweiten in Teil. Die habe ich Greater gehasst. Inkopolis. Pay close attention to Hoffentlich the kommen die nicht wieder. platforms that sink as the battle goes on. There will be more areas to ink afterward, so don't forget to splat them. Ja, Splatoon 3 sieht wirklich gut aus. Aber das hat Teil 2 ja auch schon. Wird natürlich die Frage sein, wie es im Handheld-Mode dann läuft. Framerate-technisch. Da habe ich ein bisschen Sorge tatsächlich. Now, let's get into the inky essence of battles. Weapons. Zur Perle der Powermuschel. Oh Gott. First, it Diese appears Sprüche that all manchmal, the ne? basic weapons from previous games will be available. Das ist cool. On top of that, Splatland-specific weapon types, such as the bow-like stringers. Den will wird make their jeder haben am destructive Anfang. Das wird richtig schlimm. We've also verified a new weapon type called Splatanas.
Splatanas, okay. This is the Splatana wiper. Send blades of ink flying with the centrifugal force Das wird generated meine by Waffe. swinging. Das sehe ich jetzt schon. Swing after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, it's powerful as a long-range attack. But the charged slash at close wahrscheinlich range nicht is so gut also zum quite Einfärben. devastating. Let's dive into the weapons that can help you claim even more turf. Special Dieser weapons. Grappling-Hook. Wenn du damit umgehen kannst, wirst du so einen As the name Vorteil haben. implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There are some new types we've identified, so let's take a closer look. This is the Tacticooler. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily increasing speed. Okay. They come in packs of 4, so take one and share the rest with your teammates. Also quasi ein Essential, das man braucht. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Aber das ist fies. Macht doch noch Schaden, was? Alter. Finally, the Reef Slider. Ich sehe jetzt schon die Meter. Build up power, then charge into opponents who need a good splat. Das ist aber cool. Once the attack ends, it'll explode and damage the surrounding area. Familiar special weapons like the Tenta missiles, Inkjet, Ink Storm, Ultra Stamp, and Booyah Bomb will also make their grand return. Special weapons are paired with main Das weapons. macht leider nicht so viel So find Schaden. the combo that suits your splatting style. Shop here tentacles on some fresh weapons. This is Ammonites, owned by the chatty horseshoe crab, Sheldon. Der ist auch Locals überall, have oder? praised him for his wealth of weapon wisdom and Also sophisticated ist das selection. andere Vieh auch wieder da mit dem Imbissstand. Instead of using in-game currency for purchases, you'll need these Sheldon licenses. Nice. Obtain them by leveling up through battles and by consistently using the same weapons. Okay. One Dachte jetzt schon, es Sheldon kommt ein license Echtgeldshop can be oder so. exchanged for one weapon that corresponds to your level. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. Mhm, cool. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons to staying fresh in Splatsville. Gear can be obtained in the shops around here. Each one is managed by an interesting shopkeeper, so let's drop in. This is not Couture, a headgear shop. You'll find an array of hats, Sieht der masks, and scheiße glasses, aus. so you can get ahead of the game. Also der Verkäufer meine ich. The laid-back Nautilus, Gnarly Eddie, and the energetic Nails, the snail sitting Vor allem here, sind die run the Füße shop. von dem auch nicht eigentlich auch Arme, This is rein the anatomisch closed betrachtet. Mana Wardrobe. Details. It specializes in tops, like t-shirts and jackets. The shopkeeper, Gel Lafleur, might be a touch archaic with words, but this jellyfish has a keen eye for fashion sense. And finally, the shoe store Crush Station. Get a variety of cool kicks here. Und From dann war so ein trainers, Riesenschrank und der sandals, Schuhe and verkauft. even leather footwear. Okay. It's owned by Mr. Coco. Finde ich aber Might cool. look intimidating, but deep down, Ich mag das he's a nice Character guy. Design. Probably. You're more than welcome to pick out gear based on its appearance, but they do come with abilities that can help you out in battle. Ja gut, das war ja im letzten Teil auch schon so. Ich glaube im ersten sogar auch, aber ich Take bin mir run sicher. speed up, for example. It can increase your running speed.
Da wirst du ja viel rumprobieren müssen, rumexperimentieren müssen, bis du das hast, was du willst. Ja, also im zweiten Teil war das echt ätzend teilweise. Dann levelst du so ein blödes Rüstungsstück auf und kriegst nicht die Fähigkeit, die du willst. Das ist cool. Talk to Merch here, and you can add an ability of your choosing to your favorite gear. Ist diesmal günstiger als am letzten Mal? And if you save your favorite gear combinations as fresh as fits, you can change in a flash. Flavor up your fashion with whatever outfits you want. Simply Splattastic. Welcome to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh Jetzt wird's interessant. Turf war battles aren't the only things that happen here. You can also square off in anarchy battles, where you compete for rankings. Hold the active zones in splat zones. Ride the tower to the goal in tower control. Geschaut, aber leider habe ich keine Zeit mehr. Wir sehen uns im Splatfest. Vielen Dank fürs dabei sein. Viel Spaß beim Einkaufen. War schön, dass du dabei warst. Or collect and throw clams to score in Clam Blitz. Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Operation Goldfisch, Muschelgras sind die Modi vom letzten Mal. Challenge solo? Select Anarchy Battle Series. But if you want to team up with friends, joining Anarchy Battle Open is the way to go. You can also play private battles online. Set battle modes and other options to your liking. Why not play with your favorite battle modes alongside friends? Information about these game modes will be available soon on the game's official website. War jetzt ein neuer Modus dabei? Ich habe jetzt nicht so wirklich Neues gesehen, aber gut. Now, let's talk about the features within the lobby. This is the test range. Try out and get comfy with your weapons here. Besides being able to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Next up, ghosts. Online friends will appear as 3D holograms. Okay. Drop in on friends in the midst of battle and das ist cool. Das ist wirklich mal eine gute Erneuerung. Das gab es nämlich in Teil 2 und 1 auch nicht, dass du dich immer rumärgern müssen, wenn Leute von dir schon im Spiel waren, weil du nicht hinterher joinen konntest. Das war so dämlich. Das ist so gut. Warum gibt es das jetzt erst? Hat ja nur 3 Spiele gedauert, bis diese Features drin waren. Auch das ist cool zum Lernen. Und die eigenen Fehler nochmal sehen und es dann besser machen. Okay, ich nehme es zurück. Ich will doch Multiplayer sehen. Unter dem Aspekt macht das Spaß. Incredible! Not only can you rewatch battles as many times as you'd like, but there's even a share feature. We hope you'll use this handy tool to help you rank up. Rest in peace, Twitter. Next, nur noch Splatoon 3 we'll Videos. Analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Here, you'll find some fresh lockers. One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. As you can see, you'll be able to place any acquired weapons, gear, and items to your liking. Okay, das ist witzig, aber braucht man das? Slap on some snazzy stickers. Immer ernsthaft? And modify your locker's color. Braucht man das? This is your space to express yourself. So dann beschäftigst du dich was? 2 Minuten? Hast du vergessen, dass es existiert? Ja. Oh, yes. Items can be obtained at Hotlantis, a general store on the edge of Splatsville. Apparently, the store manager vanishes quite often, so instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. It's got an outlandish assortment of items. Why not show the store some Warum sollte love ich für sowas by mein grabbing harter some arbeitetes goods? Geld ausgeben? Für so einen blöden Spind? There Mal ganz im appear to be Ernst. plenty of other customization features as well.
When battles start, these splash tags appear. Es ist auch wieder so, es ist nice to have, ja, aber Badge and title. auch eigentlich auch keiner so wirklich. Ist halt so, ich sag's jetzt mal deutlich, so eine Möglichkeit für einen virtuellen Schwanzvergleich. Braucht es sowas? Ich meine, viel Spaß damit, wenn ihr es braucht. Ich brauch's nicht. Which will be available at Hotlantis. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Following the game's launch, a new catalog is planned to be released every 3 months for 2 years. Be sure to snatch Also gibt's dann 2025 das nächste Splatoon? Naja, nicht ganz, aber das ist eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass dann spätestens dann die Arbeit am nächsten beginnt. There's still a lot of info to share, but Ah, 2025, die rechnen echt noch lange mit einer aktiven Switch. Ich nicht. Sag ich ganz ehrlich, 2024 muss der Nachfolger her. Dann sind 7 Jahre lang auch. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh. Ink different shapes with different cards. Charge up Wir, power, wir, wir, then unleash it all at once with a special attack. wir werden es uns im Let's Play angucken, klar, aber There are cards like this. ich kann jetzt schon sagen, viel Zeit werden wir damit nicht verschwenden. 150 cards to collect in game. Nee, lass das mal andere machen. Wer hat danach gefragt? Wer braucht sowas? Table Turf Battle. Every player will be gifted an in-game starter deck. Toll. Da hab ich voll Bock drauf. Excuse me, I lost my clampoosure for a second there. That was Table Turf Battle, a 1v1. Das sieht vor allem nicht mal spaßig aus. Das sieht aus wie Backgammon und Backgammon hat auch keinen Spaß. Table Turf Battle Dojo in Splatfest. Be on the lookout for more details about Table Turf Battle in the future. Ja, da brauche ich nicht mehr Infos zu, danke. And now this. Ich will bei Salmon Run Next Wave nur eine Sache hören. Und zwar, du kannst es jederzeit spielen und nicht zu gewählten Uhrzeiten. Das war das Allerdümmste, was wir hätten machen können. Aber man hat's gemacht. Weil der Modus war echt cool, der hat vor allem mit Freunden richtig Spaß gemacht. You'll need to collect and deliver plenty of golden eggs in order to complete this job. This time around, we've confirmed some new types of boss salmonids, so let's share our findings. First up, the Slammin' Lid. Der Deckler. It creates barriers and protects salmonids on the ground. Get too close to it and it'll attempt to crush you, so approach with caution. Okay, aber du musst es so machen, um ihn oben zu treffen. Das sehe ich jetzt richtig, ja? Next, the Big Shot. It fires heavy projectiles from a distance. Ich feiere den Typen. Be prepared Ich for finde den powerful geil. shockwaves when they land. Kanon, ja. Er kommt einfach raus, schmeißt die Kugel rein, schießt und geht wieder. Das ist ja geil. Das ist genau mein Ziel. Nee, das feiere ich gerade wirklich. Get to the chopper. This is one of the new King Salmonids. Unbelievable! Einer von Looks like they'll mehreren. occasionally appear just before you complete the job. Bitte lass den Salmonzilla heißen. The tank on your back is a specially provided egg Der ist aber nur cannon. King Salmon, And das it ist ja appears that you can langweilig. fire golden eggs to deal massive damage. Nenn den doch Salmonzilla, However, war doch these viel battles cooler. are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. Also kann man den nicht besiegen, sondern nur verjagen? Habe ich es richtig verstanden gerade? And this is the still being researched big run. We believe this is when salmonids invade the city in which Icklings and Octolings live. It appears that this event happens once every few months, so brace yourselves! Wie sich da reinsteigert, ey, geil. Coming! Die geht da voll ab, die Kommentatorin. Story-Modus! Endlich! Rückkehr der Observe this Mammalianer. manhole in Splatsville Square.
This is actually the entrance to the home of the Octarians, the Inklings' longtime enemies. As Agent 3, the newest recruit of the new Squidbeak Splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and using weapons, so newer players might want to try it out. Well, we've come this far. Sieht so aus, hätten sie ein bisschen was aus der Octo-Expansion übernommen, also von den Ideen her. Was auch gut so ist. Weil der Basic Story Mode in Splatoon 2 war so ein bisschen mehr vom selben halt wie in Teil 1 und nicht wirklich so voll mit neuen Ideen. Aber das sah jetzt gut aus. Das sah wirklich gut aus. Ich hätte es ja gewünscht, noch ein bisschen mehr zu sehen. Das ist das bisschen da, aber okay. Ja, das habe ich schon in Teil 2 nicht genutzt. Könnte daran liegen, dass ich nicht zeichnen kann, aber hey. Wer weiß das schon. Was? Nicht derselbe Verkäufer? Oh, habt ihr das gesehen? Cellbit Run hat keinen Timer drauf. Das heißt, man kann das wirklich immer spielen. Das ist so wichtig. Das ist jetzt schon die wichtigste Information neben dem Story-Mode für mich. Noch auch immer noch kein Mensch. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Wie wäre es, wenn ich es jederzeit wählen könnte, um zu spielen? Das wäre doch mal eine Erneuerung, oder? Wahrscheinlich wird es wieder so sein wie in den ersten beiden Teilen, dass du die und die Stage zwischen 13 und 14 Uhr spielen kannst, zwischen 14 und 15 Uhr eine andere Stage. Oder eine von zwei. Splatfest 3. Ich habe das nicht mehr bei Teil 2 wirklich benutzt, außer mir ab und zu Klamotten zu kaufen, weil mir langweilig war. Jetzt meine Frage an euch. Nutzt ihr Splatnet? Jetzt mal ganz ernst gemeint, nutzt ihr Splatnet? Oder habt ihr es benutzt? Würde mich sehr interessieren. Brauchen wir nicht. Mein bester Rang im Ranked Mode war B. Für eine Nacht, dann war's weg. Das hat nicht lange gehalten. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch Online mobile app. Next up, Amiibo figures. Scan Splatoon series Amiibo at this spot in Splatsville, and voila! Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to easily swap outfits. Dafür brauche ich Amiibo. Additionally, it seems you'll be able to get special gear and even snap photos together with Amiibo. Toll! And Splatoon 3 Amiibo incoming! Das ist cool für die Sammlung. Release is scheduled for this winter. Wird aber wahrscheinlich sofort ausverkauft sein. In dem Moment muss Schraubsel bei zack weg. Now, let's talk about post-launch updates. As we mentioned a while ago, following the game's launch, a new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. New weapons will also be added around the same time. Merkt ihr übrigens den Unterschied zu einem gewissen Sportspiel von Nintendo, das vor kurzem erst erschienen ist? Wir erfahren hier direkt alle 3 Monate neuer Content. Bei Mario Strikers wussten wir nichts. Es kam plötzlich einfach aus dem Nichts im Trailer. Das ist der Unterschied. Gutes Marketing, schlechtes Marketing. Und manchmal muss man sich schon fragen, was Nintendo so denkt in der Marketingabteilung. Aber gut. Vielleicht war auch Mario Strikers nicht so wichtig für Splatoon 3. Sehr wahrscheinlich nicht so wichtig für Splatoon 3, weil Splatoon ist ja vor allem in Japan riesig. Richtig, richtig riesig. Nicht so schnell. Ach, die neue Band oder was?
Mantaro. Die hauen mir jetzt nicht vom Hocker. I completely forgot to tell you about Deep Cut. They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program Anarchy Splatcast. Also bislang die schlechtesten vom Design her, finde ich jetzt. Mag jeder anders sehen, wie er möchte, ne? Das habe ich genau, das meinte ich. Das ist wieder nur so eine spezielle Auswahl aus 2 Maps. Es ist so einfach ein Voting-System für die Maps. Das ist daran so schwer, verdammt. Oh, das sieht schön aus. Das ist dann wahrscheinlich abends, wenn es nachts geworden ist. Oder ein besonderes Event. Werden wir gleich erfahren. Ich frage mich auch, wie groß ist dieser Platz? Ist das größer als früher oder etwa gleich? Ich finde den Manta auch am coolsten von den 3. Die nicht. Aber diesmal wirklich extrem asiatisch angehaucht, die Musik. Ich meine, es gibt gute asiatische Musik. Und das Lied ist auch echt nicht schlecht. Mal deutlich so zugeben, wenn es so ist, ne? It's been confirmed that Splatfest will make a return. In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. And this time around, there will be 3 teams to choose from. Ui! Wie soll das denn gehen? Ich hätte doch nur Team gegen Team In the spielen. first half, teams will compete in 4v4 turf war battles. The second half is a tricolor turf war. Okay, das ist cool. It's a Das ist special richtig mode cool. where, whoa, 3 teams fight at the same time. Totales All players on Chaos. the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second and third place teams will attack the first place team from opposite ends of the stage. Ist das nicht ein bisschen Can the unfair? leading team defend themselves? Or will the other 2 teams exact Weil stell dir mal vor, revenge and es spielen force Leute them über out? Discord zum Beispiel. Use the Dann wird der ultra eine, signal das to eine control Team, der the andere das battle andere and Team, die contribute sind to beide Splatfest gut. while working Dann alongside hat the am members Ende of in Deep diesem Cut. Kampf dann das dritte Team einen riesigen Nachteil, die sich absprechen können. Die gehen sich einfach gegenseitig nicht an. Also da kann man bescheißen dann. Finde ich ein bisschen gefährlich, aber okay. Klingt aber erstmal on paper richtig cool. Vielleicht denke ich da einfach nur zu viel nach. Das kann auch sein. Ihr hört mit, wer ist dabei? Wer kapert jetzt was? Sublimi Syndicate für euch und das Beste seid dabei. Ich kann so schnell gar nicht mitlesen, man. Macht mal langsamer. Wundervoll, wollen wir mal. Überall und nirgendwo. Ei, Maki, Muri, Mantaro. Frisch reingekommen und super wichtig. Nanu, was bin mit deiner Flossen so zum Flattern? Splatfest World Premiere 27. August. Es ist amtlich Splatoon 3 Splatfest World Premiere. Ja, Party. Sekunde, Marco, was ist denn eine Splatfest World Premiere? Splatfest mit vor der Veröffentlichung des Spiels mit 3 Teams, nicht wahr? 3 Teams auf einmal, der Wahnsinn. Und was erst bis ihr das Thema erfahrt? Ja gut, das ist für uns jetzt irrelevant, weil das werde ich ja eh nicht spielen können. Machen wir uns da mal nichts vor. Stein, Papier, wow. Ernsthaft? Das ist euer erstes Thema? Wow. Bin begeistert. Nicht.
Na gut, ich denke, dann kann man schon mal kurz ein Fazit ziehen zur Splatoon 3 Direct. War okay, war okay. Story Mode sieht gut aus soweit. Ich hätte gerne ein bisschen mehr davon gesehen. Im Endeffekt, dass es im Multiplayer gesehen hat, war auch cool. Dass jetzt 3 Teams gleichzeitig kämpfen können, unter bestimmten Bedingungen, finde ich auch cool. Dass man Salmon Run anscheinend immer spielen kann, finde ich sehr, sehr geil. Das ist eine sehr gute Neuerung, dass man jetzt richtige Optionen hat, mit Freunden zusammen zu spielen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Das war längst überfällig. Also alles in allem fand ich diese Direct sehr, sehr gut, weil sie Aspekte gezeigt hat, die wirklich verbessert werden mussten. Und das haben sie anscheinend getan. Gut, das neue Trio hier finde ich jetzt nicht so toll. Also Pearl und Marina sind mir lieber. Oder ist bei mir nicht. Wie hießen die ersten beiden nochmal? Aioli und Dingsbums. Die fand ich besser. Aber ja, man gewöhnt sich ja auch an die. Muss man mal sehen. Wenn ich eine Wertung geben müsste für diese Direct, dann würde ich dem Ganzen, glaube ich, ja, eine 8 von 10 geben. War wirklich eine schöne Direct. Gerade für Splatoon-Fans war sehr viel dabei. Und ich freue mich schon aufs Spiel. Die World Premiere Splatfest Demo werden wir nicht mitnehmen können. Leider. Aber lässt sich nun mal nicht verhindern und nicht ändern. Dafür werden wir mit der Vollversion sehr viel Spaß haben. Da werde ich auch wieder Nintendo Switch Online mir zulegen, extra dafür. Und dann gibt es auch online natürlich einen Stream. Und ja, wir werden das Ganze als Stream spielen, so wie Resident Evil Village. Ich habe es zwischendurch schon mal angekündigt. Weil anders kriege ich es im Zeitplan einfach nicht unter. Das heißt, wir werden dann Wochenends, Samstag, Sonntag immer ein bisschen Splatoon 3 spielen. Erstmal die Story und dann hin und wieder mal online. Ist ja nichts dabei. Und ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch, seid dabei. Und ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche, Mittwoch. Ich habe es immer gesagt, wir machen Mittwochs jetzt in der Zeit. Und dann machen wir Reaction. Ich habe mir was zurechtgebastelt, was überlegt, was wir machen können. Es gab ja mal eine lustige Twitter-Umfrage zu dem Thema. Und das werde ich jetzt einfach mal umsetzen, einmal die Woche. Und dann halten wir uns content-technisch so über Wasser erstmal. Wird aber mal Gaming-Bezug haben, die ersten 2 Wochen zumindest. Und danach muss ich mal gucken, ich habe noch Ideen. Ich möchte aber auch das von Twitter umsetzen mit den alten Werbungen, mal gucken aus meiner Kindheit und Jugend. Wird sicherlich auch sehr interessant. Ist alles super innovativ und neu, ich weiß. Seht es mir nach, Leute. Das ist das Einfachste, was ich jetzt machen kann und das Schnellste. Und das, wozu ich am meisten sagen kann tatsächlich, gerade die beiden ersten Gaming-Sachen, die ich jetzt vorbereitet habe, ist natürlich Nintendo bezogen. Ist ja klar, wir sind ein Nintendo-Kanal. Zumindest hauptsächlich. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Und von daher macht das, glaube ich, Sinn. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo, würde mich sehr freuen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz hier ausschalten für euch, dass ihr nichts mehr seht, weil sonst kann ich nicht den Stream beenden. Ja, ihr habt jetzt hier gerade Schwarzbild, weil ich muss bei Streamlabs, ich muss mal auf OBS umsteigen oder wenn ihr es wisst, wie man es anders machen kann, schreibt es in die Kommentare. Ich muss immer, wenn ich auf Streamlabs draufgehe, damit leben, dass der Browser in den Standby-Modus geht. Hier im Vorschaufenster. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht wäre es anders, wenn ich mit einem Second Screen arbeiten würde. Den muss ich aber noch fertig einrichten. Und solange eigentlich mit einem eigenen, also mit einem One-Screen-Setup, also Einzelscreen. Und ja, jetzt verhaspel ich mich erstens und zweitens habt ihr den Punkt, glaube ich, schon verstanden. Auf jeden Fall ist es halt doof. Also wenn ihr eine Abhilfe wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eure Meinung zur Splatoon 3 Direct in den Kommentaren sowieso. Würde mich sehr interessieren, was ihr sagt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis nächsten Mittwoch. Ciao. Umgreifen.